Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich dieses leckere Brot backe, und zwar ohne den Teig groß zu kneten und ohne Stress. Zunächst einmal wiege ich die Zutaten ab, und zwar 30 Gramm Meersalz, 20 Gramm Zucker sowie 20 Gramm frische Hefe. Das entspricht einem halben Würfel Hefe und ist vollkommen ausreichend, wie ihr sehen werdet. In eine Schüssel gebe ich 600 Gramm Bio-Weizenmehl Typ 1050. Ich benutze ein Bio-Weizenmehl, da die Biomehle in puncto Gluten keinen so hoch gezüchteten Weizen verwenden. Des Weiteren gebe ich 600 Gramm Dinkelmehl Typ 630 in die Rührschüssel. Beide Mehle vermische ich vorab schon mal ohne Wasser, dann habe ich es später einfacher. Der Zucker wird ebenfalls bereits unter das Mehl gemischt. Die Hefe wird zerbröckelt und oben auf das Mehl gegeben. In einen Krug habe ich 900 Milliliter kaltes Wasser abgemessen und davon gieße ich nun ca. 50 Milliliter über die Hefe. Mit einem Löffel vermische ich Hefe und Mehl. Ziel ist es einfach nur, dass sich die Hefe auflöst, mehr nicht. Ohne zu warten wird das restliche Wasser zum Mehl gegeben und etwas untergerührt. Sobald ich einen Brei habe, gebe ich nun das Salz dazu. Salz tut Hefepilzen nicht gut und deswegen wird es erst jetzt dazugegeben, wenn sich die Hefe schon etwas verteilt hat. Mit einem Kochlöffel werden nun die Zutaten vermischt und dabei muss man eigentlich nur darauf achten, dass sich am Boden der Schüssel keine Mehlnester mehr befinden. Bei mir hat das circa 2 Minuten gedauert, da ich nicht so kräftig bin. Der Teig ist fertig. Er muss jetzt in eine verschließbare Schüssel gegeben werden. Der einzige Fehler, den man dabei machen kann, ist, dass man eine zu kleine Schüssel nimmt. Deswegen habe ich hier eine große Plastikdose mit den Maßen 34 x 18 bei 13 cm Tiefe. Die Dose muss bis an den oberen Rand eingeölt werden, denn sonst klebt der Teig fest. Der Teig wird eingefüllt, der Deckel verschlossen und nun wandert die Dose in den Kühlschrank, und zwar über Nacht bzw. für 14 bis 15 Stunden. Am nächsten Morgen bereite ich meinen gusseisernen Topf vor, den ich vom Flohmarkt habe. Er sieht hier nicht besonders groß aus, deswegen gebe ich euch auch hier die Maße, die da wären: 32 x 25 x 13 cm. Und er ist sehr schwer. Meinen Backofen heize ich schon mal auf 230 Grad Celsius vor. In einigen Rezepten heißt es, dass man den Topf nun vorheizen soll. Das kann man sicher machen, nur finde ich, dass das nicht nötig ist, da Gusseisen eine hervorragende Hitzeleitfähigkeit hat und sich auch mit Inhalt sehr schnell aufheizt. Da nur ein Bogen Backpapier reißen würde, lege ich 2 Blatt Backpapier übereinander und beschwere die Ecken mit einem Gewicht. Hier ist mein Teig. Jetzt ist Gelegenheit, ihn einmal zu zeigen und wie schön er sein Volumen verdoppelt hat. Links seht ihr, wie der Teig am Vorabend aussah. Das Papier wird großflächig und sehr großzügig mit reichlich Mehl bestreut. Die Box wird umgekehrt auf das Mehl gestülpt und der Teig fällt langsam herunter. Bei mir hat das so ungefähr 1 Minute gedauert, bis er halbwegs soweit war, und auch dann muss man noch mit einem Teigschaber nachhelfen. Nun nimmt man das Backpapier und faltet den Teig an den Rändern übereinander. Wie bereits erwähnt, 2 Lagen halten besser. Ihr könnt sehen, dass an den Stellen, wo kein Mehl ist, der Teig sofort am Papier kleben bleibt. Der Teig muss nun in den Topf gegeben werden. Dafür greift man das Papier an den Ecken und verfrachtet alles in den Topf. Auf die Teigoberfläche wird noch etwas Mehl gestreut. Dann kommt der Deckel drauf und der Topf wandert in den Ofen, wo er 60 Minuten bei 230 Grad Celsius bleibt.
Nach dieser Zeit entferne ich den Deckel und lasse das Brot nochmal eine weitere halbe Stunde bei 180 Grad Celsius backen. Den brüllend heißen Deckel lege ich auf den Herd, da die Oberfläche hitzebeständig ist. Auf den Knopf des Deckels lege ich einen Topflappen. Manchmal kann es vorkommen, dass man den Deckel zur Seite räumen muss, weil man die Herdplatte benötigt, und wenn sich dann kein Topflappen auf dem Griff befindet, kann man sich unter Umständen die Finger verbrennen. Dies gilt umso mehr, wenn sich in der Küche auch noch andere Leute aufhalten, denen nicht unbedingt bewusst ist, dass der Deckel heiß sein könnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Griffe des Topfes. Dann wird das Brot aus dem Topf genommen und auf ein Kuchengitter zum Abkühlen gegeben. Und so sieht es aufgeschnitten aus. Es schmeckt wunderbar und besteht aus gerade mal 5 Zutaten: Mehl, Hefe, Salz, Zucker und Wasser. Das einzig Blöde daran ist, dass es schnell aufgegessen sein wird und man wieder ein neues Brot backen muss. Dass das aber im Handumdrehen gemacht ist, habt ihr jetzt sehen können. Ich schneide das Brot immer in Scheiben, friere diese ein und entnehme sie nach Bedarf. Wenn man sein Brot selber bäckt und sieht, wie es unter den eigenen Händen entsteht, wird man sich hüten, etwas davon wegzuschmeißen. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Gutes Gelingen beim Backen und wie immer, guten Appetit!